Spiel fängt 15:30 an, 13:30 trifft man sich, dann macht man eine kurze Besprechung, die war dann mehr oder minder kurz, je nachdem. Dann ist man da oben hochgestatzt, also musste man ja auch damals noch eine Wendeltreppe hoch. Irgendwann hatten wir ein Geländer, aber die Wendeltreppe war schon skurril. Dann bist du an die Kamera, hast einen Test gemacht. Wenn alles gut war, festgemacht, wieder runter. Unten hast du dir eine Wurst geholt, weil es gab noch kein Catering oder heute haben wir so Teamräume oder so Wohnwagen, die stehen dann immer oder so Auflieger von Sky und auch wie auch immer. Irgendwann musste St. Pauli, als sie aufstiegen, mussten sie rechts und links Abseitskameras aufbauen und in der Mitte eine Führungskamera und jetzt Kamera 2 und die Reporter mussten da oben sitzen. Und dann war das einfach Standard. Und was machen die Jungs? Die bauen da oben einfach so ein Konstrukt, wo du dann, wenn du das dir angesehen hast, denkst, naja, das ist also nicht abgenommen, oder? Aber wir gehen mal von der Situation aus, du stehst an der Kamera 1 und 2. An der 1 ist die Führungskamera, die das Ganze offen hat. Also da hast du einen anderen Bildausschnitt. Der ist nicht offen. Da merkt man eine Vibration so ein bisschen. Du bist aber an der 2, da hast du den Kopf groß und du hast den Spieler, der das Tor geschossen hat. Vielleicht hast du ihn auch amerikanisch. Der läuft und winkt und freut sich und das Tor fällt und du siehst den Spieler nur noch zeigen, kannst du kaum zeigen. Also wurde dann immer versucht, ein offeneres Bild zu machen oder eben von unten den Spieler zu schneiden. Aber wenn der eben halt aus dem Bild rechts rausgeht, dann kannst du das nicht. Also du hast, und das kann man bestimmt auch erkennen, wenn man die Bilder sich anguckt von früher, bei jedem Megator entweder eingewackelt oder hast das Bild von unten. Aber wenn das gewackelt ist, dann kannst du dir vorstellen, weswegen. Weil die ganze Tribüne hat sich bewegt. Auch schon etwas anders als in anderen Stadien, das muss ich sagen.